Morgen, ihr Lieben. Wie ihr seht, wir sind an der Tankstelle und heißt damit auch wieder auf Tour. Heute ist der 27.09. Für uns geht es nicht weit weg, nur bis morgen Mittag, morgen Nachmittag. Ein kleines Wochenendtürchen. Wir nehmen euch gerne wieder mit. Seid dabei. Hallo ihr Lieben, Hallo, wir sind wieder unterwegs. in ein ganz kurzes Wochenende, da wir morgen Mittag wieder zurück müssen. Aber die Zeit möchten wir natürlich nutzen, um unser neues Mikrofon und den neuen Empfänger zu testen. So sieht's aus. Wir sind von Wuppertal über die Autobahn bis nach Wermelskirchen gefahren. Jetzt gerade in Wermelskirchen von der Autobahn abgefahren, haben jetzt noch 49 Landstraßenkilometer vor uns. Und da nehmen wir euch gerne ein Stückchen mit, zeigen euch mal das wunderschöne Bergische Land, in dem wir beide quasi auch groß geworden sind. Ich kann gar nicht benennen, wie viele Motorradkilometer wir hier abgespult haben. Hier müssten wir uns eigentlich besser auskennen wie zu Hause bei uns im Wohnzimmer. Also von daher, Verfahren sollte nicht sein, bis wir am Platz sind. Und Wetter ist durchwachsen. Nichtsdestotrotz ist das ja kein Grund, nicht unterwegs zu sein mit euch. Hückeswagen, Wipperfürth liegt hinter uns und wir fahren immer weiter in das schöne Bergische Land hinein. Guckt euch das mal an. Es muss nicht immer Frankreich, Italien oder sonst wo sein. Zumindest für uns ist es ganz nett. Bergische Land haben wir vor der Tür. Auch wenn es ein bisschen bewölkt ist, kann man das schon mal machen. Für ein kurzes Wochenende bietet sich die Nummer halt wirklich an. Also wir sind froh, so ein großes Stück Natur in Reichweite zu haben. Wir fahren eine Stunde maximal und sind an wirklich wunderschönen Plätzen hier im Bergischen Land. Das ein oder andere Plätzchen, Örtchen werden wir euch dann auch in Zukunft noch mal zeigen. Das wird nicht das einzige Video sein, wo wir euch mit auf eine kleine Wochenendtour ins Bergische Land nehmen. Da haben die beiden Autofahrer vor uns mal gut mitgedacht, Weitblick gezeigt, hier auf der kurvigen Landstraße. Mich schon gewundert, hier ist 100, warum vor uns auf einmal die Bremslichter angehen. Aber eine kleine Rehfamilie mit 2 Kitzen hat die Straße überquert. Und ja, Foto blenden wir euch mal kurz ein, wenn es was geworden ist. Ist dann halt auch wieder schön zu sehen und Rücksichtsnahme dann von den Autofahrern mal. Schicobello, so soll es sein. Da meckert unser AdBlue schon wieder. Mindestens 5 Liter, maximal 11 Liter auffüllen. Ja, die Meldung auf dem Smartphone von der Ford Pass App ist auch schon gekommen. Ja, dann ist es so, ne? Dann gibt es die Tage nochmal eine Füllung AdBlue. 2400 Kilometer können wir jetzt noch fahren. Ja, irgendwie ein bisschen nervig die Nummer, oder? Ich habe es ja unterwegs schon gesagt, wo wir da auf unserer größeren Tour unterwegs waren, die 3 Wochen. Gut. Was muss, das muss, hilft nichts. Die letzten 2,4 Kilometer, 5 Minuten Fahrt haben wir noch und dann sind wir angekommen. Die nehmen wir euch jetzt nochmal mit, um euch zu zeigen, wie schön das hier ist, wo wir hier lang fahren. Da oben kommt gleich noch eine kleine Engstelle, durch so ein kleines Dörfchen durch. Aber mit unserer Breite und Länge ist das kein Problem. So, Grünenbach, Marktstadt Waldbröl. Hier haben wir auch schon mal eine Tour mit unseren Wespen hingemacht. Da hat hier sogar ein kleiner Eishändler mit seinem Auto angehalten und hier die Dorfgemeinschaft mit leckerem Eis im Sommer versorgt.
Allein schon hier durchzufahren ist schön, ne? Ja. Oh, da hat jemand investiert. Wärmepumpe. Und isolieren, ne? Ja. Ist es nicht schön oder ist es schön? Super schön. Hier auch frisch gestrichen, die Häuser. 1,7 Kilometer haben wir noch. Hier steht ein Citroën vorm Häuschen als Camper. Und dann sind wir aus dem kleinen Dorf schon wieder raus. Das ist natürlich auch alles perfekt für Alma. Also wenn wir da nachher wieder spazieren gehen und du kannst überall laufen. Das ist Ja, überall sehr schön. ist was Ja, für ja, sie da ist dabei. viel Natur, Ja, obwohl wir tiermäßig dort nicht alleine sind. Ne? nee, Aber das zeigen wir euch dann gleich genau. bei einem kleinen Rundgang. So, jetzt müssen wir einmal rechts und dann biegen wir auch schon wieder links ab. Wichtig ist, zumindest mit einem Camper, dass man die Anfahrt dahin nimmt. Ansonsten habt ihr nämlich gleich das Thema, dass ihr, wenn es auf den Platz geht oder auf die Stellfläche, wie auch immer, nicht abbiegen könnt. Aber das seht ihr gleich. Da sage ich dann auch noch mal was zu. So, jetzt fahren wir noch einmal links und dann sind es nur noch 800 Meter und dann sind wir schon da. Vielleicht können wir schon erahnen, warum wir nicht alleine mit den Tieren sind. Oder mit unserem Tierchen. Ja, da kommen gleich hinter der nächsten Kurve noch ein paar weitere Hinweise. Ja. Werden wir morgens früh schon begrüßt. Auf jeden Fall. Aber da will aber jemand nicht, hä? Da sind sie. Unsere Nachbarn. So, wir warten mal eben hier kurz, dass der mit seinem Auto hier vorbei kann. Ja, hier oben ist Pferdebereich. Also kann man ganz klar so sagen. Hier ist eine Pferdekoppel neben der anderen. Aber der hat nicht wirklich Lust, ne? Ist ein bisschen stur. Ja. Wer will zu den anderen? Keine Ahnung, was. Irgendwas weiß der, was wir nicht wissen. Oder hat keine Lust von der Koppel runter oder. Ein Jüngerchen. So. Gern geschehen. Steht bestimmt sein Bro, sein Buddy. Deswegen wollte er nicht weiter. Heißer Stock. Und da vorne sind auch die beiden Hunde, die hier ein bisschen auf die Pferde aufpassen. Mhm. Guck mal. So schön. Oh, Die legen sich da schön auf Seite. Die kennen pass auf, das, da oben kommt die kennen das ganze Spielchen schon. uns durch. Und das hier wird auch alles wirklich liebevoll gepflegt von den Bürgern und Bürgerinnen. Ja. So, hier links rein ist falsch. Das ist uns nämlich auch schon mal passiert. Aber spazieren gehen kann man da sehr schön. Ja, da gehen wir gleich mal lang. So, hier geht's nämlich links rein. Und wenn ihr jetzt von gegenüber kommt, also quasi von da, Und da. dann ist es ein bisschen schlecht mit der Einfahrt hier. Da muss man bis vorne hinfahren, drehen, weil hier kommt ihr auf gar keinen Fall mit dem Camper rum. Das könnt ihr vergessen. So, hier ist schon mal ein Stoppschild. Müll und Unrat abladen verboten. Ja, das ist klar.
Also hat sich aber in der ganzen Zeit echt nichts getan, ne? Also zum Glück. Nee, ich fahre jetzt einmal hier Ja, außen genau, rum. dann seht ihr das Gelände mal. Genau, und dann stellen wir uns da hinten wieder an ist klar, an das Bänkchen hin. Also hier kann man ganz stressfrei mit, ich weiß nicht, 6, 7 Campern stehen. Legal, Ja. kostenfrei, wenn man es mag. Die Gemeinde bzw. die Dorfgemeinschaft hier hat ein PayPal-Konto. Wer mag, kann hier eine kleine Spende hinterlassen. Aber auch da gehen wir gleich mal zum Schildchen Ja. und zeigen euch das. Ja, ganz gerade stehen wir noch nicht, macht aber nichts. Ich nehme euch jetzt mal eben kurz mit. Kleine Platzbesichtigung. Ja, die Tischchen haben leider schon mal bessere Zeiten erlebt. Das hier ist so ein Buhlplatz. Da ist noch eine Sitzgelegenheit. Ja, leider dahinter eine ziemlich defekte. Ja, schade, aber gut, die stehen halt wirklich bei Wind und Wetter draußen. Wir sind ja schon ein paar Mal hier gewesen. Das bleibt halt nicht aus. Aber grundsätzlich wird hier von der Dorfgemeinschaft alles sehr gepflegt. Hecke geschnitten und so weiter und so fort. Kleines Denkmal. Gucken wir uns auch mal eben zusammen an. Vorher einfach nochmal einen Blick in die Landschaft. Herrlich, oder? Ist es herrlich? Also wir sind sehr gerne hier, bis auf unser letztes Erlebnis. Ja, traurige Gedenktafel. Leider, leider. Sie gaben ihr Leben für die Heimat. Ja. Gut, wir gehen mal zusammen noch eben ein Stückchen über die Straße vorne rein und dann zeige ich euch mal das Schildchen. Hier habt ihr auch noch 2 Bänke. Hier vorne an den kleinen Pollern könnt ihr auch stehen. Hier auf dem Platz stehen auch 1, 2, 3. Eigentlich ist es auch ideal für Dachzelter. Haben wir ja auch gemacht. So, hier sind wir reingekommen. Dann darüber eine Runde rund um die beiden Tore. Da hinten sehe ich die Alma schon ein bisschen. Und hier vorne ist der Infozettel. Also nur Gäste erlaubt hier mit Autarkie, damit hier keiner in den Wald pinkelt und so weiter und so fort. Aber wird sich halt leider auch nicht dran gehalten. Herzlich willkommen. Die Benutzung des Platzes ist kostenfrei. Deine freiwillige Spende hilft uns jedoch, den Betrieb des Stellplatzes aufrechtzuerhalten und Reisenden auch weiterhin eine unkomplizierte Übernachtungsmöglichkeit zu bieten. Scan dazu einfach den QR-Code rechts oben. Unter dem Reiter Wohnmobilstellplatz findest du dann ganz unten auf der Seite einen Zugang zu einem PayPal-Account. Wir nutzen das gerne und regelmäßig, wenn wir hier sind. Mit Sicherheit machen das nicht alle, aber es ist ja auch eine freiwillige Sache. Von daher kann das jeder tun, wie er will. Und ich glaube, wenn mich meine Ohren nicht ganz täuschen, dann höre ich unsere Kaffeemühle schon. Freuen wir uns jetzt beide auf einen lecker Kaffee. Und dann zeigen wir euch gleich noch so 1, 2 Sachen, die sich im Dexter getan haben in den letzten Wochen, seit wir aus dem Urlaub zurück sind. Ja, Bärbel hat es ja schon gesagt, für der Allmann natürlich grandios hier oben. Ne? Tür auf, Hund raus. Und dann drehen wir nachher nochmal eine Runde
ganz außen hier um den Platz und dann seht ihr ein paar Koppeln und die Natur können wir euch dann noch ein bisschen zeigen. Angekommen, Kaffee fertig, 2 Croissants warten auf uns und meine beiden Ladies. Vielen Dank fürs Kaffee machen und Croissant organisieren heute Morgen. Wir lassen es uns jetzt schmecken. Kaffee und Croissant ist aufgegessen, aufgetrunken und wir gehen dann mit euch jetzt mal hier eine kleine Runde, Mittagsrunde mit der Alma und zeigen euch ein bisschen was von der Gegend. Ein bisschen habt ihr ja vorhin schon gesehen, aber schön ist es hier alle Male, würde ich sagen. Gerade noch eine Dame mit ihrem Pferd vorbei, getrabt hier. Wolkendeck hat sich ein bisschen zugezogen. Bärbel sagte auch, es soll nachher regnen. Gegen 1 oder was hast du gesagt? Ja, so 13, 14 Uhr. 13, 14 Uhr, ja. Bis dahin haben wir ja noch ein bisschen. Vielleicht zieht es ja auch an uns vorbei. Ja, vielleicht, wir werden sehen. Ja, die Runde ist nicht lang, die wir hier drehen, aber schön. Weiß ich nicht, 20, 25 Minuten geht man. Werden wir euch jetzt natürlich nicht komplett mit langweilen. Ihr seht schon, Alma kennt sich aus hier. Ja. Nee, wie gesagt, fürs Wochenende sind wir ganz gerne hier. Direkt um die Ecke, Stunde 20 haben wir Fahrt. Das ist super. Es gab halt auch mal eine Zeit lang, weswegen wir hier nicht hergefahren sind. Da waren dann ganz viele, ich sage jetzt mal Jugendliche, die das Ganze ein bisschen ausarten haben lassen. Und irgendwann gab es dann auch einfach mal ein Schreiben auf der Internetseite der Stadt Nürnberg. Oder was auch Nee, immer. hier von der Dorfgemeinschaft. Ne? Ja, ja. Genau. Dass sie überlegen, diese Möglichkeit zu sperren und unzugänglich Den zu Platz machen. nicht mehr anzubieten. Ja, aber so ist das halt einfach. Leider. Also es gibt wenig Plätze, die so schön sind. Und dann noch kostenlos. Quasi kostenlos, genau, ja. Und ja, also vielleicht mache ich mich jetzt wieder unbeliebt, aber es ist einfach so, ich will auch nicht alle über einen Kamm scheren, aber meine Lebenserfahrung hat mir halt einfach gezeigt, wenn man was kostenlos anbietet, zieht man auch eine gewisse Klientel damit an. Das ist einfach so. Ab einem gewissen Preislevel wird einfach, so leid mir das tut, da aussortiert. Und genauso ist das gewesen. Das ist auch der Grund, wie Bärbel gesagt hat, warum wir 5 Monate nicht mehr hier gewesen sind. Ja, also das war von April auf Mai, Tanz in den Mai. Ja, hätten wir uns einfach auch denken können, dass was los ist. Okay, Aber müssen wir das nicht war, drauf eingehen. Das war einfach nee, so aber das war richtig daneben. ja, so. Und dann am nächsten Morgen werde ich nur blöd angemacht, aber gut. Wir machen einen Haken dran. Im Moment scheint es okay zu sein. Und wir stehen ja schön alleine. So, jetzt biegen wir hier einmal ab. Ab ins Grüne und gehen hier mal schön mit euch durch die Felder. Ist doch super hier, oder? Also ich finde, hier kann man wirklich schön spazieren gehen. Ja. Und ehrlich, ich meine, die Wolkendecke rein optisch, Hat was, sowohl vor uns als auch hinter uns, hat was. Ne? Und das Ganze hat ja noch einen Ja. Vorteil. Wenn das Wetter, ich sag jetzt mal, ein bisschen schlechter wird, das lockt auch nicht besonders viele hierher. Aber grundsätzlich, ich meine, jetzt haben wir Ende September, Anfang Oktober. Wir haben auf dem Weg hierhin schon ein paar Wohnmobile eingewintert gesehen, unter Plane und so. Ne? Ja, aber es sind ja jetzt nicht so die typischen Wohnmobile, die hierher kommen. Ich meine jetzt speziell der Platz hier. Nee, das ist richtig. Ja, hier sind es mehr mit Dachzelt und Ja. Vans und Kombis Genau. und sowas alles. Ne? Ja. Ja, so ist es. Gut, wir marschieren mal ein Stückchen und melden uns gleich wieder. Die Elektrozäune sind angeschlossen, man hört das Tickern ein kleines bisschen. Aber Pferde sehen wir noch nicht. Aber die Koppel hier, die ist so riesengroß, die geht da hinten auch noch runter. Kann ich gar nicht so für euch einfangen. Ganz da hinten ist auch noch.
Ah, die ist da Ja, unten. genau. Ach, da hinten steht eins. Zwei sehe ich Mehrere. schon, da sind Ja, ein paar, ja. ne? Naja, wir gehen weiter. So, kaum sind wir ein paar Meter gegangen. Schon sind die Pferdchens da. Alma kennt die ja schon. Kein Theater, schön entspanntes aneinander vorbeigehen oder beschnuppern, wie auch immer. Das ist schon schön. Hm? Alles gut? Und die Öhrchen sagen was anderes. Ihr habt schon euer Schmacko da stehen, ne? Nom, nom, nom. Lasst es euch schmecken. Ja, und da hinten sind dann auch noch welche. Ich guck mal, ich kann mal ein bisschen ranzoomen. Ich geh mal, was ist denn da? Und noch mal einen Schwenk für euch hier. Was machst du denn? Nee, da geht's nicht zurück. Ach, herrlich ist es. Ja, es muss nicht immer die große, weite Welt sein. Ich habe es ja schon mal gesagt. Die nächste Koppel mit den nächsten Pferden drauf. 4 Stück haben wir hier. Denen geht es ganz gut, glaube ich. Ohne dass ich jetzt Spezialist dafür wäre, das beurteilen zu können. Aber Auslauf haben sie hier, glaube ich, alle genug. Ja. So, für uns geht es noch ein Stückchen weiter geradeaus. Und gerade ist mir eingefallen, wollte ich euch mal noch fragen, wenn ihr so Kurztouren macht, also eine Übernachtung, egal wohin, habt ihr dann den Camper, euren Camper, wie soll ich sagen, 100% in Gebrauch? Oder sagt ihr, ach nee, komm, für eine Nacht lassen wir einen Kühlschrank aus, lohnt sich nicht. Keine Ahnung. Wie macht ihr das? Wassertank trotzdem komplett voll. Also wir haben jetzt den Kühlschrank angemacht. Wir wollten erst eine kleine Kühltasche mitnehmen. Wir haben uns dann jetzt doch anders entschieden. Wasser, glaube ich, haben wir jetzt 40 Liter drin. Das wird für eine Nacht viel zu viel sein. Ja, gerne rein damit in die Kommentare. Im Urlaub haben wir noch bemerkt, dass wir einige Dinge optimieren können. Ich bin ja total begeistert hier von diesen Filzkörbchen. Die liebe ich sehr. Da habe ich jetzt so von unserer Alma die Sachen reingepackt und noch eine Taschenlampe, wenn ich abends mal raus muss. Und wenn wir ankommen, dass unser Autoschlüssel einen Platz gefunden hat, damit wir den nicht ständig suchen müssen, haben wir da noch einen Haken montiert. Außerdem haben wir in unseren Schränken so eine Moosgummi, selbstklebende Moosgummileiste montiert. Die verhindert, dass die Türen klappern und ist natürlich auch noch ein Schutz gegen Staub. Während der Fahrt haben wir bemerkt, dass unsere Glasplatten ein wenig klappern. Und da haben wir uns anfangs mit anderen Tüchern beholfen. Das hat uns aber überhaupt nicht gefallen. Und dann ist uns eingefallen, dass wir diese Anti-Rutschmatte haben. Dadurch, dass sie so ein bisschen klebrig ist, haftet die natürlich wunderbar an den Glasplatten und verhindert damit, dass dieses Geklapper entsteht. Außerdem haben wir hier unsere Matratze noch ein bisschen gepimpt. Wir haben uns hier so einen Topper besorgt und drüber gelegt. Haben wir natürlich noch nicht drauf geschlafen. Werden wir euch morgen berichten. Normalerweise ist direkt hinter mir der Spiegel angebracht. Der hängt auch natürlich immer noch. Den haben wir jetzt zweckentfremdet und haben mit unseren Superklebehaken hier so eine andere Befestigungsmöglichkeit geschaffen. Wir hatten vorher hier zu meiner Rechten an der Handtuchhalterung, an dieser Handtuchstange, unsere Kulturbeutel mit Haken aufgehangen. Das hat uns aber, wenn man hier so im Bad und auf der Toilette sitzt, das hat extrem gestört. Und dann hat man das im Nacken und hier im Bereich und das ist einfach nicht zweckmäßig für uns gewesen. Außerdem ist das während der Fahrt hat das extrem geklappert und ist immer hin und her gerutscht und das hat uns schon extrem genervt. Deswegen sind wir auf diese Lösung gestoßen und damit sind wir wirklich sehr zufrieden. Natürlich lässt es sich nicht vermeiden, dass wir Hundehaare im Fahrzeug haben oder auch den Schmutz von außen ins Fahrzeug eintragen und haben uns daher immer mit einem Kehrblech und einem Handfeger beholfen.
Ja, und der Wunsch war einfach, dass es ein bisschen komfortabler geht und daher haben wir uns einen Handstaubsauger zugelegt. Der verfügt über eine schöne praktische Hülle. Das finde ich schon ganz nett. Ich zeige euch den jetzt mal. Das ist der Handstaubsauger. Schön handlich und leicht. Besitzt 2 Filter. Die kann man auswaschen. Dazu gibt es noch eine Bodendüse mit wie so eine Art Teppich bezogen, damit man den Boden nicht zerkratzt. Dann gibt es noch mehrere Aufsätze. Die sind dabei. Ich verspreche mir sehr viel von diesem Flexi-Schlauch hier, damit ich an Stellen komme, die nicht so gut zugänglich sind und die besser reinigen kann. Und aufladen lässt sich das Gerät über dieses Kabel mit USB-C. Können wir entweder während der Fahrt aufladen oder wenn wir angekommen sind, einmal anstecken und aufladen. Der Handstaubsauger kann nicht nur Staubsaugen, der kann auch hier hinten in dem Bereich pusten. Wie ihr ja sicherlich wisst, verfügen wir über diese Packrafts, mit denen sind wir unterwegs und die wollen ja auch aufgepustet werden. Und bislang haben wir immer von der Firma Flextail so kleine Pumpen dabei gehabt. Die brauchen wir jetzt nicht extra separat mitzuschleppen, sondern nur diese Adapter. Die setzen wir hier hinten drauf und können dann mit unseren Ersatzteilen hinten die Packrafts aufpumpen. Wer unsere Packrafts-Videos noch nicht gesehen hat, die findet ihr auch auf unserem Kanal. Und wir würden uns natürlich über ein kostenloses Abo sehr freuen. Die Bärbel hatte eine super Idee. Hat sie gesagt, wir haben ja nichts vor. Dann lass uns doch noch ein bisschen hier die Gegend erkunden. Gut, Alma muss eh raus. Ja, haben wir gemacht. Mal gucken, ob das eine gute Idee wird, was wir hier so vorhaben. Ich würde einfach mal sagen, wir marschieren jetzt schon eine ganze Zeit bergunter. Die Idee ist nicht so gut. Irgendwie war es absehbar, ne? Dann marschieren wir auch hier runter in das tiefe Tal. Angerumst. Da ist ja auch klar, dass wir hier wieder hoch müssen. Bei herrlichem Wetter. Ja, Wetter ist supi. Gerade ein bisschen durch ja, ich würde mal sagen, echt in den Wald gegangen. Und der war schön dunkel und kühl. Optimales Herbstwochenende, oder? Ja. Schön. Wetter geil. Landschaft geil. Und glücklich geil. Sehr schön. Sehr schön. Wie ihr ja wisst und vielleicht auch gesehen habt, wir haben unseren Dexter mit Forescan bei einem Ford-Händler in den Silent Mode versetzen lassen. Sprich, beim Auf- und Zuschließen gehen die Blinker nicht mehr an und die Beleuchtung, also Scheinwerfer vorne, Rückfahrscheinwerfer und so weiter und so fort, bleibt alles tot, wenn wir den Dexter auf- bzw. zuschließen. So, Silent Mode. Wir haben jetzt noch, weil man weiß ja nie, was passiert, dieses OBD2-Interface mit Schalter und USB-A-Anschluss kommen lassen. Link packen wir euch dann noch gerne in die Videobeschreibung rein. Und für die, die es noch nicht wissen, wo beim Ford Transit der OBD-Stecker ist, der ist hier unten unterm Handschuhfach, unterm Lenkrad. Ich nehme euch da mal eben mit runter. Da ist das gute Stück. Da wird angesteckt und auf der anderen Seite Notebook mit OBD Connection und Forescan drauf. Und dann kann das lustige Programmieren losgehen. Also ich bin ja hin und her gerissen und kann sein, dass ich vielleicht doch noch mal ein Windows Notebook kaufe, weil wir haben durchaus ein paar Anfragen bekommen,
wo die Leute sich das nicht trauen. Also das Programmieren an sich ist kein Problem. Man muss halt, wie gesagt, ein Windows-Notebook haben. Und da wir ja komplett auf Apple eingestellt sind, ist das ein bisschen schwierig. Ja, ich überlege mal. Zack, zack, schnelles und gesundes Abendessen vorbereitet. Wir lassen es uns jetzt schmecken. Ihr Lieben, guckt euch diesen schönen Sonnenuntergang an. Wir hatten heute einen sehr entspannten und schönen Tag hier im Bergischen Land und genießen jetzt noch den Sonnenuntergang. Das ist ja auch leider immer ein sehr kurzes Vergnügen, wenn auch farblich immer sehr intensiv. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei gewesen seid und wir legen uns jetzt gleich hin und sehen uns morgen früh wieder. Guten Morgen, ihr Lieben. Eine wunderbare, ruhige Nacht liegt hinter uns. Und ich hatte heute Morgen um 4:30 sogar schon das Vergnügen, noch den Sternenhimmel fotografieren zu können. Blende ich euch kurz ein, dann habt ihr da auch ein bisschen was von. Die Kaffeebohnen sind gemahlen und natürlich schon in unserer French Press. Werden jetzt noch umgeschüttet, dann ist unser Kaffee fertig und wir starten langsam in den Tag. So viel haben wir leider heute nicht mehr davon. Wir müssen so gegen 9:15, halb 10 hier runter vom Platz, weil wir heute Nachmittag noch ein Terminchen haben und ja, müssen rechtzeitig zu Hause sein. Also, bis gleich. Und ab geht die wilde Fahrt. Heute mal vertauschte Rollen. Bärbel hatte Lust zu fahren. Dann würde ich sagen, ab geht die Post. Eben noch drehen. Wir hatten einen wirklich schönen Tag gestern hier. Habt ihr ja gesehen, da hinten. Durch die Wolken seht ihr den Sonnenaufgang. Da kommt der Dexter. Ja, für uns geht es zurück nach Wuppertal. 1,5 Stündchen Fahrt ohne Autobahn, eh klar. Macht ja auch anders keinen Sinn. Und dann soll es das für dieses Wochenende schon gewesen sein. Aber wir melden uns mit Sicherheit auf dem Weg nochmal. Guten Morgen, ihr Lieben. Der Svenny hat es ja schon verraten. Wir haben sehr gut geschlafen. Ein bisschen gewöhnungsbedürftig war dieser Memory-Topper für mich schon, weil ich das so noch nicht kannte. Aber das ist wirklich sehr bequem. Das ist sehr angenehm und ich glaube auch, dass der einfach noch ein bisschen Schutz vor Kälte bietet und dass von unten die Kälte nicht so durchdrückt. Ja, wir sind auch mega froh, dass wir gefahren sind, denn die Wettervorhersage hatte angesagt, dass es regnen soll. Und dann haben wir uns entschieden, trotzdem zu fahren. Und das hat sich auch sehr, sehr, sehr gelohnt. Wir hatten Sonne, nicht ein Tropfen Regen ist runtergekommen. Wir haben alles richtig gemacht. Ja, war ein sehr schönes Wochenende. Nur sind wir jetzt schon leider wieder auf dem Heimweg, haben noch ein Terminchen. Aber super Wochenende. So, Aral-Tankstelle, AdBlue, damit hier der Sensor wieder die Klappe hält. So machen wir das. Aufdrehen. Als letzte Amtshandlung für heute. Riesen Deckel hoch. Den kleinen AdBlue-Schnorchel da rein. Es läuft schon. Scheiße. So. Dann lassen wir den mal laufen. Ihr seht ja, wie rasant das geht. 1 Liter, 1,5 Liter, 2 Liter, naja, und irgendwie 11 Liter oder so müssen rein. Wir haben hier noch Liquid Moly, AdBlue Zusatz, der kommt da gleich noch eben rein. Damit hier nichts kristallisiert. Ich muss den Kram hier gleich nochmal eben wieder abwaschen, das ist nämlich eine Riesensauerei. Ja, dann tanken wir den Kram und fahren unsere Tour zu Ende. Für uns geht es jetzt noch 63 Kilometer, eine knappe Stunde durch das schöne Bergische Land am Sonntagmorgen. Da haben wir auch immer sehr gute Erfahrungen mitgemacht.
um die Uhrzeit, wenn wir unterwegs sind, was haben wir denn jetzt? Viertel vor 9, 20 vor 9, sind die Straßen immer noch relativ frei und man kann schön entspannt fahren. Ja, das soll es dann auch für dieses Video wieder gewesen sein. Wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß und euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, Like, Kommentar, Daumen nach oben, kostenloses Abo, im optimalen Fall mit Glocke. Und dann sehen wir uns im nächsten Video gerne wieder, wenn ihr wollt. Macht's gut!